zusammen, hi everyone. Wer meine letzten Videos gesehen hat, hat ja mitbekommen, dass ich nochmal ein bisschen getestet habe. Nur Cell Creator und einmal mit Bubble Booster. Ich habe jetzt natürlich Farbe übrig und den Bubble Booster behalte ich mir nochmal da. Ich habe hier, soviel ich weiß, 3 Tropfen Cell Creator rein. In das Blau, in das Aqua, Grün und Karminrot. Und habe das nächste Bild gemacht mit Gelb, Kupfer und diesem Saatgrün. Ich sage jetzt einfach mal Moosgrün, so ähnlich sieht es aus, so dunkles Grün. Und da habe ich ja 3 Tropfen Cell Creator reingemacht und 1 Tropfen Bubble Booster. 3, 6, 9 und 4 rein, genau. Jetzt möchte ich einfach hier nochmal 2 Tropfen von dem Bubble Booster zusätzlich reinmachen, um den Bubble Booster nochmal zu verstärken. Komm, ich mache spaßeshalber 3 rein. Na, das waren schon 4, egal. Ich will ja testen. Also hier ist jetzt auch 3 Tropfen Cell Creator und eigentlich 3 Tropfen Bubble Booster drin. Das füllen wir jetzt nochmal kräftig um. So. Und hier haben wir ja das Blau mit nur 3 Tropfen Cell Creator. Okay. So, nehmen wir mal Becher. Nicht besonders Wipe-Technik, jetzt probiere ich einfach mal was anderes aus. Also schon in der Art. Okay, ich fange mit Weiß an. In Weiß ist ja keins von den beiden drin. Da haue ich mir jetzt einfach einen Flip Cup drauf. Mache mit diesem gemischten Cell Creator und Bubble Booster auch eine Mischung. Mache auch einen Flip Cup auf die andere Seite. Nehme jetzt noch einen Becher. Fange auch mit Weiß an. Und mische das Ganze jetzt mal. Also von jedem etwas. Jetzt sehen wir mal den Test. So. Und das kann ich jetzt mal hier laufen lassen. So. Da an diesem Becher mit nur Cell Creator. Und dann diesen Becher mit Bubble Booster und Cell Creator. Also man sieht schon den Unterschied, nur mit Cell Creator bilden sich schneller Zellen, wie jetzt mit Bubble und Cell Creator, also diesem Bubble Booster. So, jetzt stelle ich mal die Farben weg, damit ich Platz zum Arbeiten habe. Ja, man sieht schon, ich mache mal kurz mit dem Heißluftföhn, ob sich was verändert, auch die Luftblasen rauszubekommen. Also ich habe jetzt echt den direkten Vergleich, nur Cell Creator und hier mit diesem Bubble Booster, kleinere Zellen, ne? Okay. Und hier ein buntes Chaos, was mir eigentlich so richtig gut gefällt. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich noch was ausprobiere. So.
Viele sagen jetzt wieder, oh, hätte es nur so lassen, aber nee. So, Delle. Ja, ich denke mal, ich fahre nochmal. Hier so drüber. Okay. Jetzt lasse ich es noch ein bisschen laufen, um alles voller Farbe zu bekommen. Und dann passt es eigentlich schon. Also wie gesagt, das Faszinierende ist einfach, man hat keine solche Silikonlöcher am Rand. Das ist schon mal sehr schön. Und es läuft auch einfach gut über den Rand. Jetzt will ich aber das hier voll bekommen, ohne zu viel kaputt zu machen. So. Da haben wir noch ein bisschen. Okay. Ich denke mal, das lassen wir so. Und ich habe, glaube ich, soweit auch überall Farbe im Rand. So gut wie. Ich sehe jetzt das auf der anderen Seite nicht. Ja, passt. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal kurz mit dem Heißluft füllen, da haben wir es eigentlich schon. Wow, eine schöne bunte Mischung. So, und jetzt mit dem Heißluft füllen kommen nämlich die ganzen kleinen Zellen hoch. Also richtig cool. Gut, das Gelb und Grün ist Geschmackssache, aber der Rest ist genial. Ja. Sehr schön. Also ich würde sagen, ich lasse es nochmal für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch wieder von daheim. So Leute, ich bin zurück. Jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. Das ist schon Wahnsinn, was da für Unterschiede gegeben hat. Fangen wir einfach mal hier an. Also von bunt gemischt. Klar natürlich durch dieses Dirty Pouring, also anders wie beim Flip Cup. Und hier seht ihr die vielen kleinen Zellen, also das ist wirklich dann, wo dieser Bubble Booster dann auch wirkt. Natürlich dieses Blau. Und hier eine schöne bunte Mischung. Hier haben wir schöne Ringe. Also richtig cool geworden, finde ich. Gut, jetzt hier, dass hier so viel Grün und Gelb ist. Naja, aber gut, es gibt vielleicht im Bild auch einen kleinen Kontrast. Passt auch soweit. Okay, aber das finde ich einfach genial, auch dieses Farbspiel hier.
Und hier dieses Blau sieht, ich sage jetzt einfach mal von Weitem, fast aus wie so ein kleiner Schmetterling. Cool. Okay. Also, da habt ihr es wirklich mal gesehen, ihr müsst einfach mal rumspielen, ihr müsst testen. Es ist natürlich ein neues Produkt und dass selbst ich da auch erst mal reinkommen muss, wo was am besten funktioniert, müsst ihr einfach ausprobieren. Okay, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Gerne abonnieren die, die es noch nicht haben, damit ihr kein Update verpasst, also keine Neuigkeiten. Und dann war es das von mir und dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss, bye.